Hallo meine Lieben, ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Schatzsuche hier auf meinem Kanal Sonne, die Waldfee. Mein Name ist Flo. Hier, wie ihr seht, wieder von der Ausgrabung. Wir haben hier noch irrsinnig viele Abraumberge, die wir absuchen können. Die Zeit drängt ein bisschen. Das letzte Mal konnte ich ja, nachdem es sehr, sehr zäh angefangen hat, diese schöne hochmittelalterliche Fürspange finden. Ich bin gespannt, was heute kommt. Ihr könnt mir schon mal ordentlich die Daumen drücken. Wir sehen uns dann gleich nach dem Intro. Ich bin heute wieder mit dem Deus 2 unterwegs von abenteuer-schatzsuche.de. Schöne Grüße nochmal an dieser Stelle. Und dann sehen wir uns gleich nach dem Intro, hoffentlich mit dem ersten richtig guten Fund. Schönes 87er Signal hier. Ah, schade. Ist nur ein Kupferstreifen. ...86er Signal. Boah, das ist, glaube ich, das dickste Stück Blei, was ich je gefunden habe. Alter Schwede. Scheiße, jetzt wird die Fundtasche wieder schwer ohne Ende. Gleicher Hügel, etwas weiter oben haben wir die erste Münze. Ich glaube, es ist ein Hamburger Schärf, aber ich glaube nicht mehr allzu doll. Mal gucken, wenn ich sie gereinigt habe, ob wir da noch was drauf erkennen können. Dann gucken wir uns gleich im Studio an, ansonsten machen wir weiter mit dem nächsten Fund. Ja, da haben wir den ersten Fund des Tages schon stehen. Es ist ein kleiner Hamburger Schärf, leider in einem wirklich miserablen Zustand. Man erkennt noch 2 der 3 Stadttürme, deshalb schauen wir mal schnell drauf. Auf die Vorderseite von hinten ist die Münze leider komplett platt, also man erkennt leider das Datum hier bei dieser Münze nicht mehr. Und dann machen wir weiter mit den nächsten Funden. Ah, geil. Wir haben die nächste Münze. Aber ich glaube, da wird nichts mehr drauf zu erkennen sein. Das ist wieder eine Leiche. Schade. Muss mal eine gute Münze kommen jetzt langsam. Wir haben die nächste Münze mit einer richtig krassen grünen Patina. Aber meiner Meinung nach löst sie sich auch schon sehr stark. Ich habe schon ganz grüne Finger hier vom Anfassen der Münze. Ich glaube, es ist eine Münzleiche. Ich glaube, man wird nicht mehr viel drauf erkennen. Falls wir doch was erkennen, dann gucken wir sie uns gleich mal im Studio an. Aber immerhin, nächster Fund, die nächste Münze. Wenn es so weitergeht, wird es ein guter Tag. Der nächste Fund hier aus der noch nicht vertieften Baustraße. Nochmal eine Münze. Aber ich glaube auch wieder relativ platt. Aber ich muss sie reinigen. Ich kann so noch nichts dazu sagen, leider. Vielleicht sehen wir uns gleich im Studio und gucken sie uns mal an. Ja, da haben wir die nächsten 3 Funde in 1 stehen. Leider handelt es sich dabei bei allen diesen Münzen um Münzleichen. Also man erkennt da überhaupt nichts mehr drauf, leider. Aber es kommt noch ein kleines Highlight in dieser Folge. Jetzt machen wir aber erstmal weiter mit dem nächsten Münzfund. Es ist so krass. Wir haben die nächste Münze. Ich glaube, ein heller Scheidemünze. Die war unten an der Ecke. Total glänzte sie, total golden. Ich habe schon voll den Schreck gekriegt. Aber ja, es ist, glaube ich, eine Kupfermünze. Ein heller Scheidemünze. Ist, glaube ich, auch noch ganz gut. Gucken wir uns gleich mal im Studio an. Wahnsinn. Mensch, heute ist wieder Münztag. Ey, läuft. Ja, der nächste Fund ist eine heller Scheidemünze. Das Datum kann man leider nicht mehr erkennen auf dieser Münze. Von hinten ist sie auch komplett platt, aber vorne kann man es noch erkennen. Deshalb schauen wir einmal schnell vorne drauf und dann machen wir gleich weiter
mit dem Highlight dieser Folge. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Den seht ihr jetzt. Boah, hammergeil, ey. Ein riesiges Segmentgürtelstück. Ich glaube, da sind sogar noch Reste von der Feuervergoldung erhalten. Alter, so ein schönes Teil habe ich auch noch nicht gefunden. Meistens sind es immer nur so kleine Schnipsel. Und diesmal tatsächlich ein Segment komplett. Wahnsinn. Ein Spitzenfund, finde ich. Gucken wir uns auch auf jeden Fall gleich im Studio an, ey, was heute abgeht hier. Das ist nicht normal. Hier haben wir das Highlight dieser Folge, ein Segmentgürtelteil, Teil eines Gliedergürtels oder auch Schmuckgürtels, teilweise auch als Brautgürtel bezeichnet, aber der Forschungsstand ist da noch recht ungenau, sodass man da keine genaue Ansprache eigentlich machen kann. Ein richtig schönes Teil, finde ich, meistens nur fragmentiert, ist jetzt das erste Mal, dass ich ein komplettes Glied dieses Gliedergürtels hier finde. Wir schauen mal eben drauf. Und dieses Teil ist auf jeden Fall, habe ich in der Publikation gefunden, von 1570 bis 1670 war das so in Gebrauch. Aus dieser Zeit wird das Stück wahrscheinlich stammen und ja, ist somit gesehen ein Frauenschmuckgürtel der Renaissance. Ein richtig toller Fund. Und dann gab es noch wieder einen kuriosen Moment, den schauen wir uns jetzt mal an. Und dann konnte ich mit dem Detektor tatsächlich noch Keramik und Befunde in der Baustraße finden. Das sehen wir uns im Anschluss dann nochmal an. Und dann sehen wir uns gleich nochmal im Studio wieder. Könnte vielleicht auch Eisen sein. Oh, wo ist es? Nichts zu hören. Es ist wieder ein Nagel, pass auf. Ich habe gerade so ein leichtes Déjà-vu. Das gibt's doch nicht. Ah, klingt sehr nach Eisen. Ah. Ah. Oh Gott, ist das tief. Das gibt's doch nicht. Alter. Oh, ich fühle schon, aber oh, ich krieg's nicht raus. Es ist auf jeden Fall was Größeres aus Eisen, glaube ich. Oh, warum mache ich das eigentlich? Junge. Oh. Oh. Ja, das ist mal ein großes Stück. Oh, Mann, 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 ich muss den Archäologen auch immer Arbeit machen. Ich habe hier ein Signal tatsächlich drin. Und ihr seht es hier schon so orange schimmern. Ich glaube, das ist diese Keramik hier. Ich glaube, da liegt ein größeres Gefäß tatsächlich drunter, so wie ich das hier erfühle. Der Archäologe kommt jetzt gleich nochmal vorbei, die haben eigentlich schon Feierabend gemacht. Und guckt sich das an, ob die das gegebenenfalls dann als Befund hier mit aufnehmen. Ich lasse das jetzt erstmal so, zeige ihm das gleich, dass man hier dann vernünftig nochmal graben kann. Super! Ja, und dann war ich auf der Baustraße unterwegs, wie ihr gerade schon gesehen habt, und habe mit dem Detektor ein Signal reinbekommen. Und viele wissen es vielleicht gar nicht, aber wenn man beim Deus oder Deus 2 den Disk, also die Diskriminierung weit genug in den Minusbereich verschiebt, dann kriegt man zum einen die Mineralisierung des Bodens rein, aber man kriegt auch teilweise mineralisierte Keramik als Signal mit dem Detektor rein. Und so gesehen habe ich da halt Keramik gefunden in diesem Planum von der Baustraße. Habe das dann markiert, war einen Tag später auch nochmal da, habe das Ganze geputzt. Wer mich bei Instagram verfolgt, der hat das auch gesehen, da habe ich ein paar Bilder gezeigt. Und mittlerweile wurde das ausgegraben und da sind wirklich ca. 30 Kilogramm Keramik aus den Befunden ans Tageslicht gekommen und auch ein Meiler, also ein Ofen, sage ich jetzt mal, zur Holzkohleherstellung. Also auch nochmal ganz interessant. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Dann lasst mir ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da. Grüße gehen nochmal in meinen Sponsor abenteuer-schatzsuche.de. Hier verlinke ich euch nochmal 2 weitere Videos. Wenn ihr sie noch nicht kennt, schaut gerne rein. Vielen Dank fürs Ansehen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut.